Jetzt kommt der Laserausbau. Dafür schiebe ich zuerst die Lade ganz nach hinten ein. Zuerst entferne ich dieses Blech. Jetzt kann ich die 3 Flachbandkabel rausziehen. Löse eine Schraube. Dann kann ich die Flachbandkabel hier aus dem Weg räumen und entferne diesen Halter für die Zwischensteckplatine. Wenn das gelöst ist, kann ich gleich den ganzen Block nach vorne rausnehmen. Aber zuerst muss die Andrückeinheit entfernt werden, den CD-Klemper. Das sind 2 Schräubchen hier. Wenn die gelöst sind, kann ich den Andrückmechanismus hier komplett nach oben entnehmen. So, ich schiebe die Lade ganz raus bis Anschlag. Jetzt muss ich an der Unterseite 4 Schräubchen lösen. So. Und zwar hier diese 4 an dem Aluminiumschlitten. Wenn die raus sind, kann ich die ganze Einheit nach oben wegnehmen. So, dann kann ich jetzt die ganze Einheit mit der Klappe hier vorne nach oben anheben und so rausnehmen. So, das stelle ich an die Seite. Um jetzt nur die Kondensatoren zu wechseln, muss ich das gar nicht weiter auseinanderbauen, denn ich kann jetzt hier die Laserplatine einfach lösen und entnehmen. Es geht an den Laser dann hier doppelte Vorsicht angebracht, von wegen elektrostatischer Ladung. Also keine Synthetikkleidung, keine trockene Heizungsluft. Und dann geht's los hier. Ich ziehe die Flachbandkabel vom Laser raus. Und auch alle anderen Stecker. So, dann kann ich hier die Laserplatine ganz losschrauben. So, das ist ein Käbelchen hier für Masse, was da noch drin ist. Kann ich einmal hier entlöten. Und dann kann ich die Laserplatine entnehmen. Und da sehe ich jetzt, hier sind 4 Elcos drauf. Das sind 3 33 μF und ein 68 μF. Und das sind wieder diese axialen blauen Philipse, die, wie wir gesehen haben, immer tot sind. Und die werde ich jetzt entlöten und dann neue einlöten. So, die neuen Kondensatoren sind drin. Der Vollständigkeit halber nochmal hier. Der soll haben 33 μF. Kommt man leider also nicht drum herum. Insofern können wir die ganze Arbeit jetzt, die ganze Einheit wieder zusammenbauen. Der Motor, der war soweit in Ordnung. Da ist in der Regel auch keine Abnutzung, dass man hier die Fokuslage verstellen müsste, wie das bei CDM1 der Fall ist. Das ist alles in Ordnung. Insofern hier der Schwingarm freigängig ist, kein Spiel hat, keine Fremdkörper am Magneten, kann das wieder zusammengebaut werden. So, der ein oder andere wird es kennen. Das ist mein umgefrickelter CD104, um die Laser im nicht eingebauten Zustand einmal anschauen zu können. In so Geräten wie Marantz CD73 oder Philips 303, da ist das ja recht mühsam, weil die Lasereinheiten sind so verbaut, dass man da an die Potis gar nicht rankommt. Und auch an den Platinen mit den Messpunkten, das ist ein bisschen schwierig. Deshalb habe ich den, wie gesagt, 104, um das einmal extern zu prüfen. Da habe ich dann die originalen Kabel einfach abgezogen und jetzt hier die dann eingesteckt, die zum CD104 führen. Kann ich mir das mal anschauen. So, was habe ich hier? Hier ist das Augenmuster. Hier oben die Phasenbreite. Hier sehe ich die Fokuslage und da sehe ich die Laserspannung, bzw. den Laserspannungsabfall über den Widerstand. So, dann schalte ich das mal ein.
So, der Laser scheint also soweit ganz gut zu sein. Die Einstellungen sehen auch gar nicht so schlecht aus. Titelsprung macht er auch relativ gut und schnell. Das Einzige, was ich machen werde, also die Laserspannung ist gut. Jetzt muss ich einmal gucken, ist das überhaupt ein positiver oder ein negativer Laser. Die Fokushöhe, die kann etwas nachgestellt werden. Die mache ich jetzt mit dieser CD immer im Plusbereich, plus 30. Dann spielt der also durch die Bank auch gebrannte CDs. Das ist das Einzige, was ich da jetzt nachstellen werde. Das sieht alles soweit gut aus. Die Fokushöhe wird ja an der Motorwelle eingestellt. Das ist bei den CDM1 ja mit auf dieser Kunststoffschraube gelagert. Da sind die Abweichungen immer größer. Hier haben wir eine relativ geringe Abweichung. So, das ist eine Kleinigkeit, das wird nur etwas hochgestellt. Das ist eine 5er Nuss hier an der Motorwelle, um die Höhe einzustellen. Da muss ich erst die Mutter lösen und dann kann ich hier mit einem Sechskant-Schlüssel kann ich das hier so ein bisschen nachstellen. Ein bisschen reindrehen. Jetzt die Mutter wieder anziehen. Dann schaue ich mal an, wie das aussieht. So, dann kann der Laser wieder in den CD73 eingebaut werden.